Das ist der Life Achievement Award, der Preis des amerikanischen Filminstituts, der einem Filmkünstler für sein Lebenswerk verliehen wird. Bis jetzt wurde der Silver Star 10-mal vergeben. It has been presented 10 times. First in 1973 to the director John Ford. To James Cagney. Orson Welles. William Wyler. Betty Davis. Henry Fonda. Alfred Hitchcock. James Stewart. Fred Astaire. And Frank Capra. Twice in my life I've been lucky enough to make a picture with John Huston. Zweimal in meinem Leben habe ich das Glück gehabt, einen Film mit John Huston zu drehen, einem der besten Regisseure, die es gibt. Das amerikanische Filminstitut hat beschlossen, ihn für seinen Beitrag zur Förderung der Filmkunst mit dem Silver Star auszuzeichnen. As a past trustee of the AFI, I invite you to join our celebration as we give John Huston our Silver Star. Das amerikanische Filminstitut lädt Sie ein, mit Lauren Bacall gemeinsam mit Hollywood die Karriere von John Huston zu feiern. Der Schatz der Sierra Madre. Such impudence never came my way. Early this afternoon I gave you money. While I was having my shoes polished, I gave you more money. Now you put the bite on me again. Do me a favor, will you? Go occasionally to somebody else. It's beginning to get tiresome. Oh, excuse me, mister. I never knowed it was you. I never looked at your face. I just looked at your hands and the money you gave me. Beg pardon, mister. I promise I'll never put the bite on you again. This is the very last you get from me. Just to make sure you don't forget your promise, here's another peso. Thanks, mister. Thanks. But from now on, you have to make your way through life without my assistance. Ladies and gentlemen, the recipient of the 11th Annual Life Achievement Award, Mr. John Huston. Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur einiger der bedeutendsten Filme der Kinogeschichte. Darunter Die Spur des Falken, Der Schatz der Sierra Madre, African Queen, Schacht dem Teufel, Fat City, Die Rote Tapferkeitsmedaille, Annie, Die Nacht des Leguan, Das war Roy Bean, Misfits, Nicht gesellschaftsfähig, Weisheit des Blutes, Die Bibel, Der Seemann und die Nonne, Moulin Rouge, Freud, Spiegelbild im goldenen Auge, Gangster in Key Largo, Asphaltdschungel, Moby Dick und Der Mann, der König sein wollte. Heaven Knows Mr. Allison, Moulin Rouge, Freud, Reflections in a Golden Eye.
Key Largo, The Asphalt Jungle, Moby Dick, and The Man Who Would Be King. The Host. Unsere Gastgeberin bei der Verleihung des 11. Life Achievement Award durch das amerikanische Filminstitut, Lauren Bacall. Neujahrstag 1955. John Huston befindet sich auf einem Schiff vor der Küste Irlands. Er dreht Moby Dick nach dem Roman von Herman Melville. Das Meer ist so stürmisch, dass 2 der 3 mechanischen Wale, die für den Film gebaut wurden, bereits in den Wellen versunken sind. Was also macht John? Er packt eine Flasche Whisky, prostet der Crew zu und nimmt einen kräftigen Schluck. Dann öffnet er die Luke und klettert in den 3. Wal. If they lose the last one, that's it. They can't finish the picture. So what does John do? He grabs a bottle of Jack Daniels, and with a swig from the bottle and a salute to the crew, he opens the hatch and climbs inside the whale. Now that's a director. Zum Glück hat sich dieser Wal nicht selbstständig gemacht. Denn sonst wären wir heute nicht hier, um die Karriere von John Huston zu feiern. Nach mehr als 50 Jahren als Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler hat John dem Filmgeschehen seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. Ich habe in einem seiner Filme mitgewirkt, Gangster in Key Largo, und ich bin darüber sehr glücklich. Ich weiß noch gut, was Bogey damals zu mir gesagt hat. Pass auf, jedes Mal, wenn ein neuer Film von John Huston herauskommt, drängen sich schon bei der ersten Vorführung die besten Regisseure und Drehbuchautoren, weil sie wissen, dass er wieder etwas gemacht hat, das keinem vor ihm gelungen ist. Alle haben bei ihm zugeschaut, gelernt und vielleicht auch ein bisschen gestohlen. Keiner wusste besser als Bogey, wie außergewöhnlich John wirklich war. Because they know he'll do something that no one else has ever done. They went to admire, to learn, and maybe even to steal a little. Nobody knew how special John was better than Bogey. Though he knew John would choose the most uncomfortable, inaccessible locations he could find. When John came to him with a project, there was no question that Bogey was ready, willing, and able to go. Theirs was an enviable Bogey hat mir einmal erklärt, wie man mit Huston umgeht. Schau, sagte er, John ist John. Wenn du ihn zum Freund haben willst, dann musst du ihn nehmen, wie er ist, denn er wird sich nie ändern. John ist kühn, unberechenbar, enervierend, faszinierend, verblüffend und wahrscheinlich der charmanteste Mann auf der Welt. Mesmerizing, mystifying, and probably the most charming man on earth. In seiner Jugend hat John alles Mögliche probiert. Im Alter von 3 Jahren tingelte er durch Texas und trat im Uncle Sam-Kostüm als Yankee Boy auf. Später wurde er Amateurboxer, Leutnant in der mexikanischen Kavallerie, Maler in Paris, Schauspieler in Greenwich Village, Kriminalberichterstatter, Dramatiker und das alles vor seinem 30. Geburtstag. A street singer in London, a painter in Paris, a Greenwich Village actor, a crime reporter, a playwright, and all that before he was 30 years old. Johns Vater war ein wunderbarer Schauspieler, Walter Huston. Walter meinte, vielleicht schreibst du eines Tages eine gute Rolle für deinen alten Vater. Und genau das hat John getan. In einem Film, der beiden einen Oscar eingebracht hat. Der Schatz der Sierra Madre. That's exactly what John did. And both of them won Oscars for the treasure of the Sierra Madre. Sehen wir uns jetzt ein paar der schönsten Szenen aus einigen der rund 40 Filme an, die John seit seinem aufsehenerregenden Debüt im Jahre 1941 mit einem kleinen Kriminalfilm gemacht hat. Der Film hieß Die Spur des Falken. Called the Maltese Falcon. Yes, the plain speaking. Clear understand. Gangster in Key Largo. Soldier! Soldier! You're not big enough to do this to Rocco. I'll kill you! You'll never bring me in, never! Look, soldier, I know what it is. You figure I got a gun, so you can't trust me. Right? Okay. Look. See? I'm leveling with you. Okay, soldier? I'm coming out. Okay, soldier?
I got no gun, and I'm coming out. Soldier! Nicht gesellschaftsfähig. Why are you killing me? Just stand aside, honey. Okay, you won. All right, you won. You Let's won. go that rope. Get out of here. Hey, darling. Follow him. Choke him down, Guido. Get off me, Rosalind. Get Rosalind! Shut up and pull that horse down. Come on. Right through. Go! Experience could be so stimulating. How's that, miss? I've only known such excitement a few times before. A few times in my dear brother's sermons when the Spirit was really upon him. You mean you want to go on? Naturally. Miss, you're crazy. I beg your pardon? You know what would have happened if we'd come up against one of them rocks? But we didn't. I must say I'm filled with admiration for your skill, Mr. Allnut. Do you suppose after I've practiced steering a bit, that someday I might try? Miss, let me tell you something. Them rapids ain't nothing to what's out in front of us. On second thoughts, I wouldn't call them rapids at all. I can hardly wait. But, miss... Now that I've had a taste of it, I don't wonder you love boating, Mr. Allnut. Der Schatz der Sierra Madre. $5,000 worth, and never asked for anything more the rest of my life. $5,000 is a lot of money. Yeah, here in this joint seems like a lot, but I tell you, if it was to make a real strike, you couldn't be dragged away. Not even the threat of miserable death would keep you from trying to add 10,000 more. 10, you'd want to get 25, 25, you want to get 50, 50, 100, like roulette. One more turn, always one more. It wouldn't be that way with me. I swear it wouldn't. I take only what I set out to get. Even if there's still $500,000 worth lying around waiting to be picked up. I've dug in Alaska and Canada and Colorado. I was with the crowd in the British Honduras, where it made my fare back home and almost enough over to cure me of the fever I'd caught. Dug in California and Australia, all over the world practically. Yeah, I know what gold does to men's souls.